Hallihallo, ich melde mich heute aus dem Märchenwald, denn ich wollte ein bisschen erzählen, was ihr bei Ruthis Reisen in nächster Zeit erwarten könnt und was für Videos so geplant sind. Also hier, wunderschön, bin ich tatsächlich aufgewachsen und ja, früher war es immer so, ah ja, deutscher Wald, bisschen langweilig und so. Aber jetzt, da ich ein bisschen älter geworden bin und vor allem halt um die Welt gereist bin, für so einen Wald, da nehmen die in anderen Ländern Eintritt halt. Ja. Also es ist brutal, es ist so wunderschön, es ist wirklich, ich meine, die Grimms Märchen kommen nicht umsonst hierher. Also es ist der absolute Wahnsinn. So, zum Thema. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe eine Kamera vorgestellt oder das Mikro vorgestellt. Denn jetzt bin ich ja hier in Deutschland. Ich habe sehr guten Zugriff auf die Post. Also man kann hier leicht Sachen herschicken. Es ist ganz anders als Südamerika, wo die meisten Firmen einfach, wenn du sagst, ah, Südamerika, ja, das schicken wir gar nicht hin. Das ist jetzt hier ganz einfach. Innerhalb von ein paar Tagen ist das Zeug da. Also wenn ich gute Angebote habe, wo ich denke, das lohnt sich, dann mache ich gerne mal einen Test oder ein kleines Video darüber. Aber es wird natürlich immer um Reisesachen gehen, beziehungsweise um Motorradreisesachen. Ja, es ist Ruthis Reisen, es geht um Reisen und Motorradreisen im Speziellen. Und das bleibt das Thema. Ne? Ich nehme nur Sachen, wo ich denke, ja, das macht Sinn. Ihr wisst nicht, was man alles geschickt bekommt. Irgendwie so Sachen, ja, testen Sie unser neues Fitnesslaufband. Oder so eine riesen Autobatterie, wo so irgendwie 30 Kilo oder so Sachen kriege ich dann geschickt. Und dann steht immer so, ja, wir sind große Fans von Ihrem Kanal und so weiter. Sieht man halt, dass die den Kanal nie angeguckt haben. So gehen so KI-Meldungen raus. Also ich wähle schon sehr genau aus, was ich auf meinem Kanal zeigen möchte. Natürlich ist es aber nicht alles, sondern hier ab und zu zeige ich mal was hier von dem Motorrad, wie als ich jetzt die rote Schwester von der Lucy ausgeliehen habe. Da habe ich ja mal gezeigt, Equipment-Vergleich, wie ist die ausgerüstet, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Vielleicht gehe ich mal jemanden im Motorradgeschäft besuchen, zeige euch ein bisschen was von da oder treffe ein paar Leute, die mich in der Vergangenheit auf den Reisen unterstützt haben, Communities, Leute wie euch, mit denen ich mich mal treffen kann. Und da kann ich mal ein kleines Hallo sagen, die ein bisschen teilhaben lassen an Ruthis Reisen und mich quasi auch ein bisschen bedanken für die Unterstützung und das Zusehen. Aber es gibt natürlich auch immer noch Abenteuervideos. Die große Reihe Südamerika, Staffel 3 sozusagen, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe immer noch eine Menge unveröffentlichtes Material und ich will die Reise jetzt noch einmal fertig führen. Es geht ja quasi, wir haben jetzt im letzten Video davon, hatte ich ja die schlimme Höhenkrankheit in Bolivien. Das war dieses 5000 Kilometer durch Südamerika und da geht es dann weiter. Der Weg, kann ich mal kurz verraten, war halt Bolivien, Paraguay, Brasilien, Peru, Ecuador und dann Kolumbien, wo mich dann der Krebs heimgesucht hat und meine Reise beendet wurde. Und diesen Weg möchte ich auch noch fertig erzählen, denn da habe ich noch brutale Sachen erlebt, glaube ich auch Sachen erlebt, die nicht jeder Touri erlebt. Wie ihr wisst, war ich ja sehr lange in Südamerika und konnte sehr tief eintauchen und das möchte ich gerne zeigen. Ja, das sind so die Sachen, also Equipment-Tests, Community und weitere Abenteuervideos. Ihr könnt euch natürlich immer raussuchen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht alles gucken. Ne? Das bleibt euch überlassen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir treu bleibt. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen durch den Märchenwald spazieren und genieße das. Ich habe ja letztes Mal in die Eisheiligen, da war ich angezogen wie im Winter. Und jetzt bin ich hier im T-Shirt in 25 Grad. Also wenn du jetzt in der Sonne läufst, ist es schon zu warm. Also naja, ihr lebt wahrscheinlich, die meisten von euch leben auch in Deutschland. Es ist ein Traum im Moment. So, jetzt war tatsächlich die Batterie leer von meiner X5. Das kommt davon, wenn man sie nicht auflädt. Denn ich habe die letzten Videos alles mit einer Batterie aufgenommen und nicht aufgeladen. Wenn man in 8K aufnimmt, wird es dann doch ein bisschen eng. Aber ich habe ja das Handy dabei und das kann man auch mit dem Mikrofon koppeln. Wie es der Zufall will, es hatte jemand gefragt, ob man, wenn man nur diesen Empfänger kauft, ist natürlich deutlich billiger, als wenn man diesen Kasten und was weiß ich alles dazu kauft. Kann man auch nur das kaufen, kann man auch natürlich mit Bluetooth mit dem Handy verbinden, wie ihr seht. Eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen, und zwar
Natürlich ist es auch der Plan, in Zukunft wieder nach Südamerika zu gehen. Da steht meine Lucy, meine Tenere 700 und die wartet ja auf mich und ich vermisse sie auch ganz doll. Und das ist schon auch der Plan, dahin zurückzugehen und das werde ich natürlich dann auch begleiten, wenn es so sein wird. Im Moment bin ich halt noch auf Jobsuche, denn ich habe jetzt die letzten Jahre immer von der Hand in den Mund gelebt, aber ich will das nicht mehr. Das ist mir jetzt zu knapp. Ich muss einfach einen Job haben jetzt, der mir ein bisschen mehr Geld reinspült und ich habe jetzt auch immer noch die Krebsnachsorge, dafür will ich die in Deutschland machen. Das heißt, ich muss immer hin und her fliegen und so weiter. Zahle hier jetzt wieder Krankenversicherung. Ist ja auch nicht ganz billig, wie ihr wisst. Und ja, deswegen, ich bin auf Jobsuche, aber dann ist es schon der Plan, nach Südamerika zurückzugehen. So, schönen Sommeranfang. Macht's gut. Tschüss.